Hallo, wie Sie sehen können, heute haben wir eine Pfaff Hobby 741. Die sieht so aus und sie klemmt ein bisschen und läuft ganz schwer. Also, die muss man erstmal reinigen. Dieser Teil kommt hier auch. So. Und wie man sehen kann, ist schon ein bisschen alt, aber das sind sehr gute, schwere Nähmaschine. Sehen Sie, hier ist alles voll mit Staub. Hier Rad im Rad zum Drehen, wenn man aufspulen will. Von hinten sieht auch so aus, sehen Sie. Ist richtig schmutzig, also man muss sie erstmal gründlich aufmachen und reinigen, von innen, vom Außen. Und ich suche selber, wie man anfangen kann. Also wir nehmen erstmal diese Teil weg. Wir machen auch Nähfuß weg, ganze. So. Dann Nadel auch weg. Immer aufpassen mit Nadeln, immer lieber rausnehmen, alles, dass man sich piekst. Dann machen wir hier Platte ab. Also, mal sehen, mit welcher kriege ich das hin. So. Also nur, dass Sie hören, sehen. Es ist ganz schwer. Deswegen machen wir jetzt alles auf und reinigen erstmal alles. Weil meistens ist bei diese älteren Modelle, die stehen lange da und keine benutzt. Und wenn man das einmal richtig grundreinigt, also sauber macht und ölen und alles, meistens läuft alles ganz easy. Wie Sie sehen, hier Körn ist sehr schmutzig. Wir machen hier unten auch auf. Unten sieht so aus. Also diese schwarze Plastikteile, beide nach außen, und man nimmt dann diese zwei Teile hier beide raus. Na. Ich muss mit einer Hand festhalten und das ist nicht so einfach. Also deswegen machen wir so. Also die zwei Teile nehmen wir raus. Und da drinnen ist alles Mögliches. Ja. Das ist eins. Wir haben alle möglichen Farben drinnen. Hier. Weiß auch. Okay, so schlimm ist das jetzt auch nicht. Oh, doch. Doch, es fliegt. Aber was ich jetzt gesehen habe, also so schlimm ist nicht. Es gibt schon schlimmere Modelle, wenn man aufmacht. Also richtig sauber machen, dann ein bisschen drehen, dann, weil es gibt auch auf die andere Seite, kann man, wo man alles reinkommt, dann nehmen Sie ein bisschen dünnere Pinsel, die ist zu dick Beispiel, dann nimmt man dünnere und versucht dann hier
und dann auch, wenn was gibt, rauszuholen. Ja, es gibt aber wir machen die Nähmaschine sowieso auf. Ich will die ganz aufmachen. Und dann mache ich die Öl überall rein und entferne alte Fette und so weiter. Okay, dann machen wir weiter. Wie man das alles macht. Ich versuche bestmöglich das alles aufzuklären. Ich stehe auf. Und hier oben haben wir, ich nehme erstmal Strom raus. So. Hier haben wir zwei, hier 1, 2 Schrauben. Und das muss erstmal beide aufmachen. Wir fangen von oben, also Deckel aufmachen. Ein bisschen Kraft muss sein. So, einmal. Zweimal. Noch ein bisschen. Das ist ein bisschen größere Schraube und eine ist kleinere. Und Deckel. Sieht so aus. Muss alles sauber gemacht werden. Und hier, ich weiß nicht, wie man das sehen kann. Aber so schlimm ist das nicht. Das kann ich schon sagen. Hier gibt es ein bisschen, aber ist nicht so schlimm. Hier gibt es, hier ist schon angefangen zu kleben und rosten, aber auch nicht schlimm. Ich mache jetzt erstmal alles sauber und alles bisschen Öl drauf. Vielleicht mache ich dann die nicht ganz auf, weil es sieht nicht so jetzt schmutzig, ehrlich gesagt. Gucken wir, was gibt's unten. Unten haben wir auch 4. Hier. Ich glaube, das muss nicht weg. Das ist ein Teil. Seite gibt es eine. Also 1, 2, 3, 4. Die 4 müssen aufgemacht werden. Hier so. Dann gucken wir auch, wie unten aussieht. Ist gar nicht festgeschraubt zu Ende. Ein Teil, ja. Dann ist das auch. Hier brauche ich größer. Oh. Die waren zu locker, aber die ist zu fest. Okay.
Oh, sorry, aber ist richtig fest. So. So sieht das aus. Oh, eigentlich ist nicht so schlimm. Ehrlich gesagt, ich bin selber ein bisschen überrascht. Es ist schon sauber. Okay. So sieht das aus. Hier ist ein bisschen Fett. Das muss weg. Also ein bisschen sauber machen, ölen und ich glaube, es ist schon gut. Hier auf Seite haben wir auch eine. Das machen wir auch auf, wenn schon. So. Dann seht ihr, wie auch die Seite aussieht. Hier. Gut. Ehrlich gesagt, gut. Also ein bisschen ölen, ja, aber insgesamt, das ist die zum Aufspulen. Sehen Sie, wenn Sie das, wie das aussieht, erstmal. Also man schiebt das hier rechts und dann hier wird gedreht. Aber hier gibt es auch Rad im Rad, da dreht man das. Und dann wird unten ausgeschaltet normalerweise, was hier jetzt gerade nicht der Fall ist. Sehen Sie, es läuft weiter, aber eigentlich das darf nicht sein. Das sollte zu sein und dann unten dreht sich. Aber wenn man das aufmacht, hier, sollte dann unten nicht gedreht werden. Aber hier ist dann was, es ist rausgefallen und dann manchmal verschiebt sich das. Ich mache jetzt erstmal sauber und mache Öl drauf und dann machen wir weiter. So, also ich wollte zeigen, wie man noch hier abmacht, weil da wechselt man auch Glühbirne, wenn Sie von Seite abmachen möchten oder von unten, kann man auch, wenn man es schafft und so dünne Finger hat. Wenn nicht, dann muss man hier von oben. Also ich muss hier noch ein bisschen, also ich habe alles gereinigt, geölt, was ich geschafft habe, von alle Seiten. Richtig durchchecken, ob gibt's überall Faden, weil manchmal gibt es, so wie sehen Sie, manchmal gibt es immer etwas zu finden. Drehen und jetzt mache ich auf, da sehe ich noch etwas. So. Also wie man hier seitlich aufmacht, es gibt hier oben eine Schraube und hier drinnen gibt es eine Schraube. Und die ist ein bisschen, Sie brauchen eine längere Schraubzieher, weil es ganz hier drinnen aufmachen und aufpassen. Hier hinten ist dieser Plastikteil zum Ein- und Aus und zieht man erstmal hier vorsichtig und dann hier. Und da hinten befindet sich Glühbirne. Die kann man so aufmachen. Also wie Sie sehen, ich habe ein bisschen schon sauber gemacht, geölt und die klingt jetzt schon fast wie neu. Also da hört man fast gar nicht mehr. Gut, das ist jetzt die unten, aber das also funktioniert alles. Ich muss noch hier seitlich, was ich gesagt habe, dieser Teil. Also jetzt ist zu und dann wird beides gedreht. Und normalerweise jetzt bei
sollte hier unten deaktiviert werden, Nadel, aber hier läuft, wie man sieht, hier und unten. Das sollte nicht sein, deswegen, wir machen das auch auf. Hier gibt es eine kleine Schraube, ganz kleine, dünne, und das wird aufgemacht. Immer aufpassen und Schraube immer auf Seite hinlegen, nicht dass eine Schraube später fehlt. Und jetzt wird gedreht, sollte nicht rausfallen. Und hier drinnen kann man noch ein bisschen ölen, weil normalerweise das macht Probleme manchmal. Und wenn das richtig gemacht werden, ein bisschen geölt, sollte sofort auch funktionieren. Ich mache nur so ein bisschen. Es klappt meistens. Manchmal muss man alles nicht aufmachen. Manchmal klappt, manchmal nicht. Wir gucken. Wenn sie jetzt war nicht so, sollte es sein, das nur oben gedreht und nicht unten. Und so wird, deswegen machen wir jetzt hier richtig so. Wieder zu. Ich mache jetzt wieder alles wie war und mache Schraube drauf und dann sollte alles funktionieren. Ja, funktioniert, ist immer noch gut. Wenn nicht, das muss man auch manchmal wechseln. Aber jetzt sieht alles gut aus. Und die Motor kann man auch ein bisschen immer sauber, weil da manchmal gibt es Staub. Und eigentlich von unten. Und das war's. Und ich mache jetzt alles wieder zu. Aber erstmal mache ich das zu. Dass Sie sehen überhaupt nicht, um was hier geht. Also hier sieht so aus. Dann haben wir diese Teil. Und die zwei gehen hier rein. So. Und dann wird das festgemacht. Gedreht. Und aufpassen, dass das nicht rausfällt. Wenn das zu ist, so, dann machen wir Schraube rein. Ups, ist richtig klein. Und dann sollte eigentlich alles funktionieren. Na. Drehen. Okay, wenn jetzt offen, sollte eigentlich nicht mehr. Ja, jetzt ist nicht mehr. Also man dreht oben, aber unten ist. So, dass Sie besser sehen. So. Jetzt ist der aktiviert und oben wird gedreht zum Aufspulen. Also jetzt hat geklappt. Jetzt und dann wieder zu
Und dann wird, wenn das zu ist, dann unten wird wieder aktiviert. So, jetzt machen wir alles zurück. So, hier war eine Schraube. Die zwei waren von unten, die von oben. Okay. So, eine ist fertig. Jetzt machen wir hier. Also erstmal hier, wo Licht rein. Hier muss hier unten diese Schraube passen und obere Schraube passen und hier. Und dann macht man hier beide zu. Eine. Und jetzt da drinnen noch eine. Das ist ein bisschen, mein Schraubenzieher ist auch. Ich sehe nichts. Okay, das haben wir. Jetzt von unten machen wir alles zu. Also ganz normal, 4 Schrauben. Hier mache ich noch ein bisschen. Und schon geöffnet. Hier gibt es ein bisschen Fett. Okay. Das könnte man hier auch aufmachen. Hier ist nur 2 Schrauben. Wenn ich schon dabei bin, machen wir das auch auf. So, 1, 2. Dass man auch reinschaut. Oh doch, das sehen Sie, hat sich gelohnt. Das ist ein bisschen längere Video, aber vielleicht hilft jemandem, wer will ausprobieren, Nähmaschine aufzumachen und reinigen. So, hier drehen. Alles okay, super. Ausgeschaltet. Schade, ich wollte das ein bisschen drehen. Okay. So, jetzt machen wir untere Teil. Da war 4 kleine Schrauben und erstmal diese Teil zurück.
Also nur so nebenbei. Ich bin kein Profi, ich habe keine Schule über die Nähmaschine. Ich habe nichts gelernt, also alles alleine mir beigebracht. Wenn ich die Nähmaschine aufmache oder zusammen abbaue oder baue oder das mache ich alles von alleine. Ich gucke meistens auch Videos bei YouTube. Und dann hat mich das irgendwie sehr interessiert. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich kaufe erstmal Anfang an billige Nähmaschine und dann versuche ich alles selber zu lernen. Naja, ehrlich gesagt hat sich gelohnt. Ich kann schon viele Sachen selber reparieren und machen und es macht Spaß. Also, ehrlich gesagt, schade, dass ich das nicht früher entdeckt habe, dass das so Spaß macht. Okay, die 4 alle. Noch eine ist mir schon früher runtergefallen. Okay, ich habe das auch gefunden und gemacht. So, jetzt fehlt noch Deckel. Ich mache erstmal Deckel ein bisschen sauber, weil es sieht so hier überall schmutzig. Ich mache sauber und dann machen wir so mit 2 Schrauben. Dann bringen wir auch Platte zurück. Aber erstmal ich mache sauber. Okay, das geht ganz einfach. Noch also 2 Schrauben. Eine ist lang, die kommt hier auf die linke Seite von mir. Und eine ist Kleinschraube, sie kommt hierher. Jetzt machen wir beide fest. So, eine, dann hier zweite. Okay, das haben wir auch. Jetzt setze ich mich auch ein bisschen hinsetzen und machen wir die Platte wieder zurück. Auch wenn schmutzig, machen sie sauber. 2 Schrauben wieder zurück. Hier nach oben Nadel zurück und dass man sieht nicht, dass die Nadel in die Platte schlägt. Geht zu locker. So, und jetzt, wenn man unten, also hier kann man noch bewegen, also mittig machen und dann drehen. So, wenn eine fertig, die andere geht einfach. Okay. Jetzt machen wir auch Fuß drauf.
Ich habe gezeigt, man kann das alles ändern. Also wenn Sie keine Originale haben, nehmen Sie eine universale Adapter. Sie können mit Universaladapter dann alle möglichen Nähfüße benutzen. Also man macht das alles ab und dann kann man mit Universaladapter alles benutzen. Das klappt auch. Ja, ich habe auf Bosnisch aufgenommen, nicht auf Deutsch, aber Sie können das sehen, wie das geht bei FAF Varimatic 8065 oder so, glaube ich. Okay. Jetzt müssen wir hier noch die zwei Teile. Drinnen auch ein bisschen Öl. Wenn nicht, dann können Sie sauber machen. Hier ein bisschen Tropfen Öl. Machen wir auch hier rein. Erstmal eine Teil. So, dass Sie vielleicht besser sehen. Hier rein. Dann kommt die zweite Teil. Ich mache auch sauber ein bisschen Öl. Aber jetzt ich zeige erstmal, wie das geht. So, wieder schieben. Hier auch schieben. Und dann zumachen. Aber bevor wir zumachen, wir machen auch sofort Spule rein. Kapseln mit Faden. Hier, das ist Kapseln, Faden, dann machen wir hier rein, so rein, hier und dann dreht sich im Uhrzeigeldreher rein. Das so nach oben, okay, hier Faden ist zu lang. Dann oben auffaden müssen wir machen. Das schieben wir rein. Alles aufräumen. Noch Garn drauf. So. Garn drauf. Dann machen wir, weil es könnte sein, dass das auch manchmal zu locker ist. Wenn man jetzt direkt hier einfädelt, dann hier dazwischen, Fuß muss immer hoch bleiben, nach hier unten, dann oben, hier ist das jetzt mit, genau hier, dann nach unten, hier, über die Nadel und dann im Nadel rein. So, warte mal, so und dann im Nadel. Ich kann nicht. Okay. Und wenn das zu locker ist, dann können Sie hier einmal um diese Teil erstmal und dann ganz normal einfädeln. Und dann versuchen, manchmal ist dann fester. Fester und besser. Jetzt muss ich nur noch treffen. Jetzt muss ich Stopp machen. Ich habe eingefädelt, also ich musste ein bisschen mich konzentrieren wegen Faden und Nadel. Manchmal klappt bei mir nicht sofort, ich sehe nicht gut. Okay, und dann jetzt Nadel unten drehen, Nadel hoch und dann machen wir Beispiel hier. Dann machen wir ja, rot, hier ist grün, SS ist grün, also die grünen Zeichen sind hier. Dann haben wir ganz normale, es ist dann gerade Stich, Zickzack-Stich und dann haben wir hier Orangen. Und da machen wir jetzt auf 1 und dann mal sehen, was da rauskommt. Also hier ist gerade. Mal sehen, wie spielt das eine Rolle. Ja. Okay, dann machen wir noch ein bisschen dichter hier. Und das jetzt weiter. Man könnte noch ein bisschen.
Also, wie Sie sehen kann, funktioniert alles. Und ich mache extra Video, wie man die Nähmaschine bedient. Liebe Grüße, bis zum nächsten Video.